Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer, und im heutigen Video zeige ich euch einen Tastaturtausch inklusive Topcase an einem Lenovo V130-15 IKB. Ja, zuallererst muss man an dem Gerät die Bodenplatte abnehmen. In dem Fall einfach alle Schrauben, die hier sichtbar sind, rausdrehen. Ich habe sie jetzt hier schon draußen. Dann kann man das Laufwerk rausziehen. Das ist mit dieser Schraube hier fixiert. Und darunter sind dann auch nochmal zwei Schrauben. Und dann kann man das ganze Teil auch schon abnehmen. Entweder es löst sich schon irgendwo oder man muss mit einem dünnen Spatel einfach irgendwo leicht ansetzen und anheben. Ja, dann zeige ich euch auch gleich das Problem von den Geräten. Und zwar ist das Scharnier, was hier ausbricht. Da breche die komplette Verschraubung aus am Topcase. Das ist das Hauptproblem. Ja, als nächster Schritt natürlich der Akku abstecken, damit das Gerät stromlos ist. Das ist immer das Erste bei eingebauten Akkus, was man tun sollte. Und dann kann man auch schon anfangen zu schrauben. Im Prinzip ist es kein großes Hexenwerk, man muss nur alles vom Alten zum Neuen umschrauben. Ich fange gern mit dem Akku an, dann ist er gleich komplett draußen. Da müssen auch alle Schrauben raus. Muss man erstmal noch die Fischplatte abstecken. Ja. Da sitzt eine Schraube drunter. Das sind in dem Fall jetzt 4 Schrauben. Und dann kann man den Akku rausnehmen. Ja, machen wir gleich mit der Festplatte doch weiter. Die da vorne müssen auch raus. In dem Fall ist es gar keine Festplatte, sondern bloß ein Dummy. Da könnte man eine Festplatte einbauen. Die SSD selbst sitzt hier schnell M2. Ja, dann stecken wir als nächstes mal alles am Mainboard ab. Ganze Steckverbinder öffnen, Kabel abstecken. Am besten immer schön merken, wie die Kabel gelegen sind oder eingefädelt waren. Im Notfall Foto vorher davon machen, dass man sich es nachher nochmal anschauen kann. So, das Displaykabel muss noch weg. Und bin mir nicht sicher, ob hier der Lüfter einzeln weggeht. Daher stecke ich ihn jetzt einfach auch mal ab. Ja. Dann kann man die Einzelteile alle ausbauen. Hier ist eine kleine separate Platine. Die muss auch mit weg, weil die unterm Mainboard angesteckt ist. Die lassen wir einfach dran. Die WLAN-Antenne haben wir schon weg. Dann schauen wir doch einfach, ob der
Lüfter einzeln weggeht oder ob er zusammen am Kühlkörper hängt. In dem Fall geht er einzeln weg. Und dann schrauben wir das Mainboard noch los. Das war wohl nur die eine Schraube hier vorne, hier ist noch eine. Und dann sitzt Scharnier oben drüber. Das heißt, wir müssen es losschrauben und auch aufklappen. So. Dann kann man das Mainboard rausnehmen. Die Strombuchse hätte man jetzt abstecken können, kann man aber direkt auch dran lassen. Jetzt ist im Prinzip noch das Touchpad, wo man ausbauen muss und die Lautsprecher. Ich schraube jetzt allerdings hier mal noch die Schraube raus, wenn sie rausgehen. Nein, nee, gehen nicht. Kann man natürlich auch eine kleine Zange oder so nehmen, zum die Muttern anhalten. Kann ich gerade mal zeigen, wenn man sieht. Die sitzt im Topcase drin, die brechen in dem Fall aus. Ja, dann kann man es hier auch ganz rausklappen und dann kann man es auch schon wegnehmen, wenn man das will. Ja, ich habe hier nebendran das andere schon liegen. Wie man sieht, fehlt hier noch das Touchpad und die Lautsprecher. Je nach Modell ist das aber auch schon mit drin, bei dem jetzt nicht. Lautsprecher sind reingeklebt, wie man sieht. Ja. Und dann noch das Touchpad. Da muss man in dem Fall diesen Metallbügel wegnehmen und auf der anderen Seite auch, damit man das Touchpad nach oben wegnehmen kann. Hier ist noch festgeklebt und dann kann man es wegnehmen. Ja, dann haben wir alles draußen. Dann bauen wir das so ins Neue wieder ein. So, machen wir das Ganze rückwärts. Fangen wir am besten gleich wieder mit dem Touchpad an. Das sind, wie man sieht, diese Metallbügel sogar mit dabei. Könnte man natürlich auch die alte nochmal verwenden. Kabel ein bisschen aufpassen. Dann wird es gerade wieder hier runtergeschoben und runtergeklappt. Und auf der anderen Seite genauso. So. Ja, wenn man die Bügel dran hat, muss man sie noch fixieren mit den zwei Schrauben. Sollte man nicht vergessen, sonst könnte es sich theoretisch lösen.
Kabel hier wieder einfädeln. Na. So. Kabel hier wieder raus. So. Okay. Machen wir das Mainboard wieder rein. Das gleich wieder fest. Einmal hier. Einmal hier. Die beiden Löcher sind auch gekennzeichnet mit Pfeilen. So, klappen wir es schon hier wieder runter. Auch hier sind Pfeile an den zwei Löcher, die man verschrauben muss. Das andere wird dann über die Bodenplatte verschraubt. Was auf der Seite auch gleich. Dann ist es gleich richtig fixiert. So, Lüfter gleich wieder rein. Ja, kleine Platine noch. Damit man auch nichts vergesse. Die hier muss ich auch noch festschrauben. Und dann schließen wir erstmal alle Folienkabel wieder an. Das knickt man dann gerade ein bisschen an der Stelle. Sitzt ja nachher der Akku noch oben drüber. Lautsprecher, Lüfter, ganz wichtig. Und die WLAN-Antenne wieder einfädeln. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Ja, so. Das Displaykabel noch. Dann fehlt jetzt noch der Akku und der Dummy für die Festplatte. Ich fange jetzt gerade mal mit dem Akku an. Die eine Schraube ist noch hier drin. Ja, und dann noch
Akku anschließe, sollte man nicht vergessen. Einfach reinschiebe und dann fehlt nur noch die Bodenplatte. Dann ist das Gerät wieder zusammen. Einfach wieder rundherum aufdrücke. So dass nirgends eine Spalte ist. Alles verschraube. Muss ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Da muss man das Laufwerk noch reinschieben und dann ist gut. Ich hoffe, das Video hilft euch beim Tastaturtausch. Die Tastatur findet ihr auch bei uns im Shop als Lagerware, auch beim Modell. Und dann würden wir uns über Bestellungen freuen und bis zum nächsten Mal. Danke.